Preis für die Red Cloud auch konträr mit dem F-Coin-Kurs. Konträr? Tatsächlich nicht. Der steigt nicht wie der F-Coin-Kurs. Die steigt nicht wie der F-Coin-Kurs. Kannst du ganz gut nachvollziehen. Jetzt gerade Red Cloud, die günstigste. Gut, die wurde vielleicht gekauft, weil die war wahrscheinlich echt ein kleines bisschen zu günstig. Aber... Ne, wie heißt die? Ach, Blood Red heißt sie. Ja, die für 2,50 wurde gekauft. Oh, es wurden 4 Stück gekauft, tatsächlich. Ja, gut, okay, vielleicht steigt sie gerade. Vorhin waren es 13, jetzt sind es nur noch 9. Aber eine war vorhin für 2,50 auf jeden Fall drin. Dann meinte jemand hier im Chat, er hat sie für 2,70 verkauft. Also auf jeden Fall unter 300 Mio scheint es noch zu sein. Und 1000 F-Coin kosten ja aber 400 Mio. Wobei du Fluggeräte in der Regel auch günstiger findest. Lange Rede, kurzer Sinn. Bloody Cloud ist nie 1000 F-Coin wert. Und wird sich immer schon ein gutes Stück drunter befinden. Und wie sehr sie steigt, ist gar nicht so sehr vom F-Coin-Kurs abhängig, sondern eher davon, wie viele gedroppt werden und wie viele gekauft werden. Also wenn sie jetzt zum Beispiel auf 400 Mio steigen würde, dann wahrscheinlich eher deswegen, weil einfach keine mehr verkauft wird. Und eher weniger, weil sie theoretisch 1000 F-Coin wert ist. Auf Borodeng, und jetzt haltet euch fest, auf Borodeng ist die Bloody Cloud schon oft über 1000 F-Coin wert gewesen. Was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du kannst ja für 1000 F-Coin einfach irgendein Premium-Fluggerät aus dem Cash-Shop kaufen oder von einem anderen Spieler kaufen. Aber das ist halt das, was ich sage. Also die Bloody Cloud ist ja an sich ein seltenes Item. Viele wollen sie auch tatsächlich wegen der Optik haben. Gibt auch Leute, die finden sie einfach geil. Ist ja auch ein nostalgisches Item, die gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Schon Ewigkeiten. Und deswegen ist die weniger vom F-Coin-Kurs abhängig, als man denken würde. Also wie viel die kostet, hängt einzig und allein von Angebot und Nachfrage ab. Und die 1000 F-Coin sind mehr so fiktiv bei der Bloody Cloud. Also, das ist echt... Zwischen 500 und 1200 F-Coin bei Bloody Cloud. Alles möglich. Und wenn du immer dieses theoretische Modell von 1000 F-Coin anlegen würdest, dann müsste sie eigentlich immer... Dann müsste sie ja immer eigentlich um die 1000 kosten. Also sagen wir 900 bis 1000 müsste ja dann eigentlich immer kosten. Das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn sie jemals günstiger oder teurer wäre. Aber war sie schon. Auf Borodeng war sie schon mal teurer als 1000 F-Coin. Und auf dem FEC war sie auch schon viel günstiger. Also du hast sie auf dem FEC auch schon für 500 F-Coin bekommen. Also es ist weniger vom F-Coin-Kurs abhängig, als man meinen würde. Aber sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Du kannst einfach ein anderes Fluggerät kaufen für 1000 F-Coin. Und ich persönlich finde halt, die Bloody Cloud ist jetzt nicht so geil. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, beide Fluggeräte kosten umgerechnet 950 F-Coin oder 900 F-Coin. Ich würde mich wahrscheinlich niemals für die Bloody Cloud entscheiden. Es sei denn, das andere Fluggerät, was mir für den gleichen Preis angeboten wird, ist, keine Ahnung, ein Swordboard oder so. Also irgendwie so ein richtig hässliches. Dann würde ich vielleicht tatsächlich auch die Bloody Cloud lieber nehmen. Aber in den meisten Fällen sind die Premium-Fluggeräte aus dem Cash-Shop ja schon deutlich cooler. Und ja. Aber es ist tatsächlich interessant, also die Bloody Cloud im Auge zu behalten, ist ganz lustig. Als ich mein Fluggerät kaufen wollte, war es ja auch so, da gab es ja einfach keine Bloody Cloud. Da gab es eine Bloody Cloud und bevor ich gucken konnte, wie viel sie kostet, war sie schon weg. Und ja, jetzt haben wir es auch gerade live gesehen, vor einer Stunde nachgeschaut oder vor 2, da gab es 13, jetzt sind es nur noch 9. Also, wenn du Pech hast, gibt es gerade einfach keine, oder wenn du Glück hast, besser gesagt. Wenn du gerade der Einzige bist, der eine verkauft, kriegst du wahrscheinlich deutlich mehr dafür. Und wenn gerade noch 20 andere Leute eine verkaufen, dann kriegst du deutlich weniger.
schon spannend eigentlich. Wie sich das so entwickeln kann.